Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Yesterday I told you that today you will know what these 5 gifts are supposed to do. Gestern habe ich dir gesagt, dass du heute erfährst, welche Arbeit diese 5 Gaben tun sollen. The Bible clearly describes it. Die Bibel beschreibt es ganz klar. So since Jesus is in heaven and is now working hard on restoring everything, Jesus ist also im Himmel und arbeitet jetzt hart daran, alles wiederherzustellen. everything that has been destroyed by sin and by the devil and by evil people, Alles, was durch die Sünde, den Teufel und die bösen Menschen zerstört wurde. God is busy bringing restoration. Gott ist damit beschäftigt, Wiederherstellung zu bringen. And he's using these 5 different gifts and ministries. Dazu setzt er diese 5 verschiedenen Gaben und Dienste ein. See, I don't believe that there is any doubt that these 5 gifts still are active today. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Zweifel daran gibt, dass diese 5 Gaben auch heute noch aktiv sind. I also have no doubt that they're very necessary today. Ich zweifle auch nicht daran, dass sie heute sehr notwendig sind. The question is, what is their job? What are they supposed to do? Die Frage ist, was ist ihre Aufgabe? Was sollen sie bewirken? The Bible answers this in the very next verse, in verse 12. Die Bibel beantwortet diese Frage gleich im nächsten Vers, in Vers 12. And their calling, Und ihre Berufung ist es, who's there? wessen Berufung? Not only the pastor, Nicht nur des Pastors, also the teacher. sondern auch des Lehrers. Not only the pastor and the teacher, also the evangelist. Nicht nur des Pastors, des Lehrers, sondern auch des Evangelisten. But not only those 3, also the apostle Aber nicht nur dieser 3, sondern auch des Apostels and the prophet. und des Propheten. Do you know that in the entire New Testament, Wusstest du, dass im gesamten Neuen Testament this is really the only description what a pastor is supposed to do? nur hier beschrieben wird, was ein Pastor tun soll? I looked up in the original Greek of the New Testament. Ich habe im griechischen Original des Neuen Testaments nachgeschaut. Every single time the word pastor is mentioned, Jedes Mal, wenn das Wort Pastor erwähnt wird. it is either mentioned of a literal, natural shepherd Es wird entweder von einem buchstäblichen, natürlichen Hirten gesprochen or about Jesus. oder von Jesus. But for the pastor, the one who is taking care of the church as we have it today, Aber für den Pastor als Teil der Gemeinde, wie wir es heute haben, he's only mentioned here in the entire New Testament. wird es nur hier im gesamten Neuen Testament erwähnt. You cannot find any evidence in the New Testament from my studies Nach meinen Studien findet sich im Neuen Testament kein Hinweis darauf, that the pastor is supposed to lead the church. dass der Pastor die Gemeinde leiten soll. It's not there. I did not find it. Es steht nicht drin, ich habe es nicht gefunden. We have automatically assumed that the pastor takes care of the sheep. Wir haben automatisch angenommen, dass der Pastor sich um die Schafe kümmert. And I don't know where we have this from, but I did not find this in the New Testament. Ich weiß nicht, woher wir das haben. Ich habe das im Neuen Testament nicht gefunden. But Reinhard, isn't it in the nature of the pastor to care for the sheep? Aber Reinhard, liegt es nicht in der Natur des Pastors, sich um die Schafe zu kümmern? It is. Ja, so ist es. But in the New Testament, Jesus gave the pastor a different job description. Aber im Neuen Testament hat Jesus dem Pastor eine andere Aufgabenbeschreibung gegeben. He is the great pastor. Er ist der große Pastor. That's what he said. I'm the good pastor. Das hat er gesagt. Ich bin der gute Hirte bzw. der Pastor. The way we have given the pastor the job description today is nothing else but church tradition. Die Art und Weise, wie wir heute dem Pastor die Aufgabenstellung gegeben haben, ist nichts anderes als kirchliche Tradition. I've challenged many people and many pastors to show this for me from the Bible, and nobody could do it yet. Ich habe viele Menschen und viele Pastoren herausgefordert, mir das anhand der Bibel zu zeigen, und niemand konnte es bisher belegen. So what should they do exactly? Was sollen sie also genau tun? Look, their calling, this includes all 5 of them, Schau, ihre Berufung, und das gilt für alle 5, ist es, is to nurture and prepare all of the holy believers. alle heiligen Gläubigen zu pflegen und vorzubereiten. Every single one of the saints is supposed to be prepared by those people. Jeder einzelne Heilige soll von diesen Menschen vorbereitet werden. And look at the next statement. Und schau dir die nächste Aussage an. To do their own works of ministry.
um ihre eigenen Werke des Dienstes zu tun. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? Who is supposed to do the ministry? Wer soll den Dienst tun? The pastor or the Christians? Der Pastor oder die Christen? The apostle or the Christian? Der Apostel oder die Christen? The prophets or the Christians? Die Propheten oder die Christen? Look, it's very clear. The calling of these five are to prepare all of the holy believers. Es ist ganz klar, die Berufung dieser 5 ist es, alle heiligen Gläubigen vorzubereiten. So my main job is to prepare the Christians so they can become a prophetic expression. Meine Hauptaufgabe ist es also, die Christen darauf vorzubereiten, dass sie zu einem prophetischen Ausdruck werden. It says to do their own works of ministry. Denn es heißt, um ihre eigenen Werke des Dienstes zu tun. Do you remember? Erinnerst du dich, In the beginning, I told you to take notice of the thought dass ich dir am Anfang gesagt habe, dass du den Gedanken festhalten sollst, that Jesus put this into the church and not God the Father. dass Jesus dies in die Gemeinde gelegt hat und nicht Gott der Vater? And that this is very important Das ist sehr wichtig, because Jesus was all five and he wants his ministry to continue. denn Jesus war alle 5 Dienstgaben und er will, dass sein Dienst weitergeht. And he doesn't want it to continue to some specific great man of God. Er will nicht, dass es durch einen bestimmten großen Mann Gottes weitergeht. He needs a body to express himself, and the church is his body. Er will einen Leib, um sich selbst auszudrücken, und die Gemeinde ist sein Leib. So, according to the Bible, who is called to the ministry? Wer ist also laut der Bibel zum Dienst berufen? Every single Christian. Jeder einzelne Christ. But isn't it sad how we have made ministry much more a position instead of a simple function? Ist es nicht traurig, dass wir den Dienst viel mehr zu einer Position als zu einer einfachen Funktion gemacht haben? In most places in the evangelical world, In den meisten evangelikalen Kreisen, the moment I will say that, hey, you are called to the ministry, sobald ich sage, du bist zum Dienst berufen, people automatically think that that means to quit your job and to go into some full-time church position. denken die Leute automatisch, dass dies bedeutet, den Job zu kündigen und eine Vollzeitstelle in der Gemeinde anzutreten. This is unbiblical. Das ist unbiblisch. The first 100 years of the church history, they did not have any paid clergies. In den ersten 100 Jahren der Kirchengeschichte gab es keine bezahlten Geistlichen. It did not even exist. Sie existierten nicht einmal. There were no full-time pastors. Es gab keine Vollzeitpastoren. This subject is so important that I will continue tomorrow. Dieses Thema ist so wichtig, dass ich morgen weitermachen werde.